So, Sonntagmorgen, 8 Uhr. Meine Mütze vergessen. Aber im Idealfall ist das Auto jetzt ja warm. So, schauen wir mal. Nein, warm ist er nicht. Also dumm. Warte. So. Plan. Wieder aus. Ich mache mal die Wochentage wieder an, weil das wäre dann ja, mal sehen, ob er das jetzt macht. Allerdings, ja, oh, Licht aus, Mist. Ja, das ist natürlich blöd, ein bisschen unzuverlässig so, ne? So, ja. Aber er erkennt immerhin, dass es eine niedrige Außentemperatur ist. Das war jetzt dieser Warnton. Ja, ich musste jetzt sowieso noch mal rein. Ich will noch mal meine Mütze holen und dann, ja, schade eigentlich. So, Mütze geholt und jetzt geht's zum Bäcker. Aber ja, das muss ich ja doch noch mal ergründen. Das lässt mir irgendwie keine Ruhe, warum der Wagen nicht vorgeheizt hat. So. Es geht ja zum Glück schnell. Starten drücken. Obwohl diese... Okay, losfahren kann ich jetzt schon noch. Bloß die Software ist noch nicht so weit. Ja, das ist schon merkwürdig. Ich werde gleich, wenn ich vom Bäcker zurück bin, werde ich ihn mal an die Wallbox hängen und mal eine Zeit programmieren, ein bisschen später. Mal sehen, ob das einen Einfluss hat. Könnte natürlich sein, dass er nur vorheizt, wenn er an der Wallbox hängt, aber er hat jetzt 69% Akkustand, also das sollte nicht das Problem sein. Wenn er nur bei 5%, dass er dann nicht vorheizt, das kann ich mir vorstellen, aber bei 69, Gut, so, jetzt heizt er los und ich ja, melde mich dann gleich. Die Heizung springt zwar gleich an, aber schön wäre natürlich auch, wenn gleich die Sitzheizung auch mit angehen würde. Ne? Und das muss man manuell machen. Also, wenn jetzt nicht die Vorheizung insgesamt funktioniert hat, dann hat er nämlich alle Sitze vorgeheizt. Aber hier hatte ich das jetzt ja, beim normalen Motorstart, wenn er schon darauf hinweist, dass es ziemlich kalt ist und ihr auch merkt, dass es ziemlich kalt ist, könnte er den Fahrersitz zumindest gleich mit einschalten. Aber ja, das ist nur mal so eine Idee von mir. Weiter zum Bäcker. So, jetzt stelle ich nochmal ein. Und zwar stelle ich jetzt mal auf, ich sag mal, ich will nachher mal gucken. Ich gehe um 11 nochmal raus. Speichere das. So, und dann werde ich ihn jetzt mal an die Wallbox klemmen und mal sehen, ob es einen Unterschied macht. Er hat jetzt 66% und dann, es sollte ja natürlich auch, ohne Wallbox funktionieren, aber hat es ja bis jetzt nicht. Vielleicht nur mal, um es auszuprobieren, versuche ich es jetzt mal. Kabel rein. So, und damit er mir nicht jetzt einfach auf 100% voll lädt und praktisch drüber lädt über meine Funktionen, die ich jetzt machen wollte. Also habe ich ihn jetzt erstmal begrenzt. Das geht in 5% Schritten. Ich habe ihn hier auf 70% eingestellt. Also ist jetzt bei 66. Da soll er dann hinladen und das hat er vielleicht ja, keine Ahnung, in kurzer Zeit geschafft, Viertelstunde oder so. Und dann ist er auf jeden Fall erstmal, steht er bei 70 und dann will ich mal sehen, was passiert. Dann kann ich nachher vielleicht auch sehen, wenn dann das Vorheizen anspringt,
dann springt ja in der Regel wahrscheinlich auch der Ladevorgang wieder an und dann zeigt mir meine Wallbox oder auch das System eventuell, wie viel Kilowatt dann während der Ladung nachgeladen werden, also parallel zum Entladen. Wenn er das so macht, wie ich das erwarte, das heißt, dann habe ich gleich mal eine Zahl. Ja, schauen wir mal, bis nachher. Jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Jetzt ist es 11:15 und dann will ich mal sehen, ob sich hier was tut. Ich will die jetzt nicht aufmachen, um ihn nicht zu unterbrechen im Zweifelsfall. Laden tut er jedenfalls nicht, die Lampe ist aus. Ja, gucke ich gleich nochmal nach in einer Viertelstunde, ob er dann geheizt hat. So, Stunde der Wahrheit, 11 Uhr. Und mal schauen. Ja, da brauche ich gar nichts zu sagen, gar nicht weiter zu gucken, die Bude ist arschkalt. Jetzt wollte ich noch mal was ausprobieren, ob er jetzt den Ladeanschluss... Jetzt hat er sich entschlossen, doch noch mal ein bisschen nachzuladen. Müsste jetzt ja verriegelt sein, genau. So. Kleines Problem ist jetzt mal sehen, wenn ich jetzt losfahre, drücke ich jetzt den Schlüssel auf Öffnen. Hier ist kein Entriegelungsknopf. Kurzer Einwurf an dieser Stelle, das mit dem Entriegelungsknopf hatte ich übersehen. Es ist tatsächlich dieser Nupsi da, der eigentlich aussieht wie der Verriegelungsmechanismus von der Klappe. Das Ding ist auch gleichzeitig Entriegelungsknopf für das Ladekabel. Also, ja, weitermachen. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Da. Software-Update vorhanden steht da. Außentemperatur unter -4, okay, unter 4, alles gut. So, jetzt ist nur die Frage, ich stehe hier in meinem Carport und ich habe hier auch einen WLAN-Accesspunkt. Und ja, jetzt gucken. Einstellungen, warte mal zurück, da war was. Verbindungen, WLAN. Okay, da scheint das interne WLAN zu sein. Zugangsgeräte. Verbindung erfolgreich. Also das ist hier eher was Internes. Digitaler Interesse. Okay, das ist die Sprachsteuerung. Hallo Talk. Aha, das hat er mir wieder rausgeschmissen. Weil tatsächlich... Okay, nach Urla ist mir navigieren. Aber ich möchte jetzt ja wissen, ob ich ihn hier irgendwie verbinden kann mit meinem Alarme laden, Sitzspeicher, Sonnenblende, kabelloses Laden, Systeminformation, Software-Update. Ah ja, herunterladen. Ja, jetzt geht es eigentlich im weiteren Verlauf des Videos weniger um das Vorprogrammieren der Heizung, aber jetzt geht es ums Update, weil es ja irgendwie auch zusammenhängt. Meine Motivation für das Update war ja letztendlich, dass ich dieses unbedingt hinkriegen wollte, dass diese Vorheizung funktioniert mit der Programmierung. Ja, ob ich das geschafft habe und wie das mit dem Update-Verlauf war, das seht ihr jetzt im Folgenden. Das könnte jetzt allerdings ein bisschen dauern, weil hier, seht ihr das, die Sonne scheint ein bisschen drauf, hier ist gerade so ein Balken LTE. Oh, okay, jetzt installieren. Erstmal. Okay, jetzt installieren. Ja, dann soll ich noch mal sehen, wenn die Updates, wenn das Update installiert ist,
was sich dann geändert hat. Hoffentlich muss ich dann nicht alles neu ausprobieren. Ja, Wetter ist gut, werde ich wohl danach nochmal ein paar Sachen testen, die vorher nicht so gut funktioniert haben, ob sich da was verbessert hat. Also ja, einmal die Sache mit der Vorheizung und dann die Sache mit dem Spurhalteassistenten. Die Sonne scheint, es ist gutes Wetter, es könnte also gut sein, also optimale Bedingungen, und dann müsste eigentlich der Spurassistent ja auch gut funktionieren. Und das hat er bisher nicht getan. Alles andere hat super funktioniert, aber der Spurhalteassistent, der war eher also so, dass ich ihn abschalten musste, weil ich mich immer erschrocken habe, wenn er plötzlich irgendwo irgendwelche hektischen Lenkbewegungen gemacht hat. Ja, schauen wir mal. Das Update läuft jetzt schon so 2-3 Minuten und ich weiß jetzt nur leider nicht, wie lange das dauert. Hier steht zwar, dass eben halt während der Zeit das Auto nicht gefahren werden kann, und vielen Dank für Ihr Warten. Kann ich jetzt das Auto verlassen? Kann ich jetzt hier mit meinem Schlüssel rausgehen oder bricht er dann ab? So sieht er übrigens aus, der Schlüssel hier. Ja, ist so ein Plastikteil, was jetzt nicht so wertig aussieht. Naja, ist okay, tut seinen Dienst. Nur ist es leider so ein bisschen, naja, gut, man kann an dieser Spitze hier so also merken, in welcher Richtung man ihn in der Hand hat, weil die Piktogramme da drauf kaum zu erkennen sind, im Dunkeln schon gar nicht. Also gut, ich weiß, in der Mitte geht die Kofferraumklappe auf und dann unten ist Abschließen, oben ist Aufmachen, wenn ich die Spitze hier in der Hand habe. Das ist es. So, und im Auto ist dann auch ein extra kleiner Platz dafür, nämlich hier. So, da fühlt er sich dann gut aufgehoben. Jo, Update läuft noch. So, nach ein paar Minuten Update ist die Batterieanzeige auf um 1% gefallen. Also dazu kurzer Exkurs. Ich bin jetzt nicht der Akku-Experte, nicht so tief drin, aber ich weiß aus meiner Zeit, wo ich auch schon mal mit Solar, mit Photovoltaik-Akkus mich beschäftigt habe und so, dass zum Beispiel es gar nicht so leicht ist, speziell wenn das zum Beispiel ein Lithium-Eisenphosphat-Akku ist, festzustellen, welchen Ladezustand hat er tatsächlich. Weil die Zellspannung springt so von 100 auf 97%, da geht er relativ schnell runter. Dann ist es eigentlich keine Kurve, das ist fast eine Gerade bis zu etwa 5%, ändert sich die Spannung fast gar nicht. Und dann erst geht sie rapide runter. Das heißt, Überraschung, ich bin leer. Und da jetzt eben halt irgendwo jetzt festzustellen, hat er 68% oder 69%, das ist so über die Spannung fast nicht möglich. Da ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, dass die Spannung ja auch ein bisschen, wenn der belastet wird, dann würde die auch so ein bisschen, eventuell auch mal kurz ein bisschen sinken, wenn man kurz auf den Pinsel tritt und so. Also solche Sachen müssen natürlich alle rausgerechnet werden. Was jetzt so ein System dazu nehmen kann und auch tut, ist dann, es wird ja errechnet oder aus dem, was entnommen und aber auch wieder reingeflossen ist. Es wird ja gefahren. Dann wird Fahrstrom entnommen, dann wird Strom entnommen für die Heizung, für alles Mögliche hier drin. Es wird aber auch rekuperiert und da kommt wieder Strom rein. Und aus diesem ganzen, ich sag mal, hin und her und raus, kann natürlich dann immer mitgezählt werden, wie viel da jetzt sich bewegt hat netto. Und das dann mit der Spannung kann man dann noch mit angleichen. Aber insgesamt ist das nicht so ganz ohne. Also das ist schon keine profane Sache zu sagen, der Akku hat jetzt 68 oder hat 69%. Und jetzt kann natürlich sein, dass jetzt gerade während das Update läuft, vielleicht die Batterie irgendwie belastet wird oder das Batteriemanagementsystem, das BMS, gerade ein Update kriegt und die Zahlen neu eruiert oder kann ich nicht sagen. Oder es einfach die Heizung läuft ja während der ganzen Zeit das Diegenprozent schon verbraucht hat. Was allerdings ziemlich viel wäre. Installiert. Ja, das Update installiert jetzt schon seit 15 Minuten. Da vorne hat sich die Anzeige geändert. Da steht nicht mehr. Hier tut sich was.
Okay, jetzt scheint er neu zu starten. Hoffe ich. Hallo, hallo? Talk, bist du noch da? Jetzt ist er aus. Voll aus. Ich trigger mal was. Ich drücke jetzt mal einen Knopf. Es gibt hier ja kaum Knöpfe aus dem Warnblinker und dem Start-Stopp-Knopf. Ich drücke den mal. Ah. Brücke an Maschinenraum. Die ersten Lampen kommen zum Leben hier. Sonnenblende funktioniert schon mal wieder. Der SOS-Schalter auch. Vielleicht drücke ich einfach nochmal. Ah, das war's. Willkommen. Wählen Sie Ihr Profil. Sieht jetzt alles so ein bisschen dunkel aus. Authentifizierung fehlgeschlagen, fahren unmöglich. Also hör mal. Fahren kann ich ja wohl. 2, 3, 4. Okay. So. Das ist übrigens hier die App, die jetzt, die ich auch auf dem Handy habe. Die ganze Verknüpfungsgeschichte, aber das ist jetzt wieder ein Thema für sich. Jetzt soll ich hier unten mal wieder gucken, was er jetzt sagt. Wo war das denn jetzt überhaupt? Fahrzeug. Systeminformationen, Software-Update, Installation abgeschlossen. Was soll er jetzt erstmal keins mehr finden, oder? Okay, da kommt wieder mein Hinweis. Ich will ja gar nicht fahren. Also es sucht wieder nach Updates. Die Anzeige ist jetzt gelb. Okay, er sucht immer noch. Ich gehe jetzt mal hier auf die Sitzheizung und plane mal neu für mal, komm, 12 Uhr. Und dann mal sehen, ob eventuell jetzt mit diesem Software-Update diese ganze Vorheizungsgeschichte behoben ist. Jetzt ist er natürlich wieder um 12 Uhr. Ich klemme ihn jetzt nicht wieder an, sondern ich lasse ihn jetzt abgeklemmt. Und er steht ja jetzt hier auf 68%. Und das sollte ja reichen zum Vorheizen. Mal kurz hier wieder gucken. Mann. Der prüft aber ausgiebig. Solange fällt mir hier gar nichts ein, was ich erzählen kann, weil es hier auch gerade so ein bisschen dunkel ist im Auto. Das ist hier auch nicht der beste Platz, irgendwas zu zeigen. Was interessanterweise jetzt auch gerade nicht funktioniert, ist die Innenbeleuchtung. Vielleicht ist so ein Software-Update auch eine größere Sache. So hatte ich das Fahrzeug, Systeminformation, Software-Update. Es ist noch eins verfügbar, obwohl wir schon dabei sind. Dann wollen wir auch die neueste Version haben. So langsam wird das dann auch ein bisschen spät mit meiner 12 Uhr Vorheizung. Ich glaube, dann muss ich das auch mal umstellen. Das kann ich ja schon mal machen. So, das stelle ich mal vor, das ist aber auf 13 Uhr. Ja. Ja, ich war ja auf dem in Berlin auf dem ersten deutsch-türkischen Automobilgipfel, wo sich dort Größen aus der Automobilwirtschaft, ein paar CEOs und auch ein paar Minister und also hohe Leute dort getroffen haben, um die Zusammenarbeit zu eruieren zwischen der deutschen und türkischen Autoindustrie. Und da war auch der CEO von TOG. Und der hat gesagt, ja, also wir
ballern da Software raus ohne Ende. Also das Auto wird praktisch permanent over the air ja, verbessert und aktualisiert. Fehler werden rausgenommen. Und ja, da bin ich jetzt sozusagen live dabei, bin schon mal wieder dabei, wird heruntergeladen. So, ich wollte jetzt nicht warten. Ich habe jetzt eben noch kurz versucht rauszufinden, ob er eine Wärmepumpe hat. Ich vermute nicht, aber das werde ich noch erfragen. Aber jetzt bin ich zurückgekommen. Ich habe das Auto offen gelassen, den Schlüssel da drin, um ihn bei seinem Update-Prozess nicht zu unterbrechen, falls das eine Auswirkung gehabt hätte. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal alles wieder dunkel. Ich drücke mal wieder einen Knopf und da geht es wieder los. Das mit dem Passwort hat natürlich den Sinn, dass es jetzt erstmal so ein einfaches hier, weil man über das Auto nachher auch mit dieser ganzen Vernetzung auch viele Apps bedienen kann und eventuell auch sogar einkaufen. Also die haben da viel vor und dann macht das natürlich schon Sinn, wenn hier ein Passwort ist. Aber ich glaube, man kann sich dann auch mit dem, wenn man jetzt das Handy hat, also das verknüpft ist mit der App, dass dann diese Prozedur vom Eintippen dann hier nicht mehr nötig ist. Ich brauchte dann im Übrigen auch nicht mehr das Passwort mühsam eingeben da mit den 6 Ziffern, sondern wurde dann von dem Fahrzeug zusehend immer besser mit der Gesichtserkennung identifiziert. Also wenn ich eingestiegen bin, dann hat mich das Fahrzeug, ich habe noch gar nicht richtig gesessen, da hat das Fahrzeug mich schon erkannt und hat mich mit Hallo Hagen begrüßt und schon mal alles eingestellt für mich. Updates werden geprüft. So. Mein Plan 13 Uhr, der steht noch. Das ist auch schon mal gut. Und da ist er wieder auf 22 Grad. So, ein bisschen runter für beide. Ich muss ja jetzt hier nicht schwitzen mit meiner Jacke. So, der steht immer noch bei 68%. Jo. Also, mal sehen, ob er jetzt noch wieder ein Update findet. Und langsam sollte er damit mal durch sein, wenn er jetzt 2 hintereinander gemacht hat. Müsste jetzt ja eigentlich erstmal Ruhe sein. Es sei denn, die müssen alle sequenziell installiert werden und ich verbringe jetzt den ganzen Tag und mache die ganzen Updates. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Okay. Wir sind inzwischen auf 66%. 12:25 Uhr. Also das dauert schon so ein bisschen. Ich habe ein bisschen gelesen und mir hier die Zeit vertrieben, während ich hier gewartet habe. Ja, weil ich nicht riskieren will, das umsonst gemacht zu haben und dass es abbricht. Also, ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. So, Update ist durch. Infotainment-System wird neu gestartet. Oha, mein Profil ist weg. Ups. Und kalte Luft schlägt mir ins Gesicht. Ich habe ihn kaputt gemacht. Alles auf Null hier. Okay. Den puste ich mal weg. Da ist jetzt die Klimaanlage an. Ja, geht nochmal los. Und nächster Neustart. Tada! Hier scheint alles optimal zu sein. Das ist neu hier. So ein wahrscheinlich Downhill-Geschichte. So, dann steige ich mal aus und steige wieder ein und dann mal sehen, ob mein Profil dann wieder da ist.
Ja, ich bin im Zubehörmodus, soll nochmal die Taste drücken. So, jetzt darf ich aussteigen. Und dann schließe ich ihn mal ab. So, die Spiegel klappen schon mal wieder ran. Okay. Kurz warten. 21, 22, 23 und wieder auf. Okay. So, Schlüssel hier rein. Tja, ich bin weg. Mal sehen, ob ich mich neu hinzufügen kann hier. Okay, dann werde ich das mal wieder so nennen. Press. Geben Sie ein Passwort ein. Ja, ich habe mit dem Nutzeranlegen hier im Auto habe ich das nicht hingekriegt. Also ich habe das tatsächlich dann über die Handy-App gemacht und da klappte das dann eigentlich ganz problemlos, konnte mich dort anmelden. Ich zeige euch hier gleich mal kurz den Vorgang. Hier ist die Tromore App von TOC, die ihr euch runterladen könnt im App Store oder im Google Play Store. Gibt es ja halt für iOS und für Android. Und dort könnt ihr euch jetzt einen Benutzeraccount anlegen und den mit dem Fahrzeug verknüpfen. Kurz hier seht ihr, was ihr angeben müsst, euren Namen, eure E-Mail und ein Passwort. Ich habe das schon gemacht, deshalb kann ich mich hier direkt mal einloggen. Hier melde ich mich jetzt mal kurz an. Ihr seht auch hier wieder Gesichtserkennung, also auch mein Passwortmanager funktioniert so. Und habe jetzt hier die App-Oberfläche. Ich will jetzt gar nicht so weit reingehen, weil die App auch noch stark in Entwicklung ist. Also hier in der Oberfläche von der App seht ihr halt verschiedene Sachen. Hier der Routenplaner ist der schon mal funktioniert. Den will ich jetzt aber noch nicht benutzen, sondern hier geht es jetzt erstmal darum, das Auto zu verbinden. Und die App als solche ist ein ganzes Thema für sich. Und da sie auch noch sehr in den Kinderschuhen steckt, auch noch, glaube ich, noch kein Video wert. Das kommt dann später. So, hier oben ist dann eben halt die Möglichkeit, jetzt hier ein Smart Device zu verbinden. Halt ein Auto. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe es eben halt einmal über den QR-Code gemacht, mit dem man das im Auto machen kann. Oder eben halt, wenn ihr euch das Auto tatsächlich gekauft habt, dann könnt ihr jetzt hier halt auch einen Führerschein oder einen Fahrzeugschein hochladen. Und dann werdet ihr also richtig mit dem Auto sozusagen verbunden. Dann ist das euer. Ja, also so viel zu der App. Dann habe ich mich mit dem Fahrzeug verbunden und dann ja, ging das wunderbar. So, was ich jetzt nicht mehr finde, ist das Navi. Ich habe das Navi kaputt gemacht. Muss ich vielleicht neu runterladen? Go more. Installieren. Okay, ich habe es doch nicht kaputt gemacht. Das Navi und einige Apps müssen sich jetzt auch aktualisiert werden. Also okay, da bin ich ja mal gespannt. Ja, so ist das mit der Konnektivität. Das Blöde ist, dass der hier alles über seine SIM-Karte macht und hier schlechter Empfang ist. Dabei habe ich ja hier im Carport einen WLAN-Access-Punkt, aber ich habe keinen Menüpunkt gefunden, wo ich ihn da mit verbinden kann. Ja, und richtig viel Zeit hätte ich mir sparen können. Ihr habt ja gesehen, ich habe schon viel rausgeschnitten. Also ich habe ja Stunden da verbraucht, um einfach immer wieder neu zu starten, Update suchen, Update installieren, bla bla bla. Okay, das Update installieren als solches, das ließ sich nicht beschleunigen. Allerdings das Runterladen und Suchen, das hätte viel schneller gehen können. Und zwar habe ich dann irgendwann später rausgefunden, dass ich das Fahrzeug nun doch in meinen WLAN-Accesspunkt einbinden konnte. Ja, war für dieses Video zu spät. Oder ich hätte sonst auch einfach vielleicht 'n Kilometer rausfahren können oder so, wo wieder Handyempfang ist, wo das Fahrzeug dann halt auch 'n besseren Empfang hat. Also,
Das lag auch daran. Also, ich will das nur mal so sagen, das hätte alles ein bisschen schneller gehen können. Ähm, War jetzt in dem Video, wie es ist. Ich habe ja auch ein bisschen was zu erzählen gehabt und von daher passt das schon. Also, das Navi wird gerade runtergeladen, 56%. Dauert eben noch so ein bisschen. Und dann wird das hier unten auch wieder voller mit den Apps, die man hier so installieren kann. Dafür haben wir jetzt hier 'ne schicke Uhr. Die gefällt mir gut. Okay, meine Apple Music, was da gerade läuft. Hier gilt eben der fiese Datenschutz. Oh, fertig. Warte, annehmen. Fertig. Gut, läuft bei Talk. Ja, Fazit zu der ganzen Geschichte. Äh, Kleine Sache, was noch nicht geklappt hatte, war tatsächlich die Vorprogrammierung der Heizung. Ich hoffe, dass das inzwischen funktioniert. Ähm, und ja, die ganze Update-Sache macht dem einen oder anderen jetzt vielleicht so ein bisschen Angst eingejagt haben und sagen: oh wei, kriege ich das alles hin?“ die Spitze will ich so ein bisschen nehmen. Tatsächlich, ist das gar nicht immer nötig. Das lag auch daran, dass ich jetzt ein Fahrzeug hatte, was irgendwie seit Auslieferung, kein Update bekommen hat. Und ich habe das jetzt alles gemacht. Das hätte eigentlich schon vorher geschehen sollen. Ist jetzt nicht passiert. Tatsächlich war dann nach dem Update aber auch, ja, einiges, gemacht worden. Viele Sachen hatten sich verbessert, besonders das Navi war besser geworden, hat jetzt also ganz viele neue Funktionen bekommen und, auch andere Sachen sind besser geworden. Und, direkt nach dem Update, was ich da gemacht habe, verschwand der Spurhalteassistent aus der Auswahl. Der war nicht mehr da, der war nicht mehr aktivierbar. Also, schon dieses automatische System, was einen warnt, wenn man von der Straße abkommt, aber nicht das aktive Spurhaltesystem, was man jetzt auf der Autobahn oder so einschalten kann, um in der Spur zu bleiben. Damit hatte ich ja Probleme. Das habe ich hier in diesem Video in Berlin ja auch, auf meinem Weg nach Berlin, auch thematisiert und ich habe es halt nicht abgeschaltet. So, das habe ich jetzt, dann auch noch mal nach dem Update dann bei Talk noch mal mit der Agentur noch mal gesprochen und gesagt: „Ja, was ist denn jetzt damit?“ Und die sagten: „Ja, das, pass mal auf, da musst du gar nichts machen, das ist schon in Arbeit, warte mal einfach ab. In ein 2 Tagen startet das Auto mal neu, dann ist das da.“ Und, tatsächlich haben die das dann, ohne mein Zutun, ohne dass ich mich irgendwo, einloggen, abrufen, installieren musste. Das Fahrzeug hat das ganz alleine gemacht. Ähm, Am nächsten Tag schon starte ich das Fahrzeug und dann war das Spurhaltesystem wieder aktiviert. Habe ich natürlich dann, ähm, noch mal 'n Extra-Video von gemacht, was ich auch hier unten verlinkt habe, weil jetzt natürlich, viele Sachen sich dort, verbessert haben und, das habe ich dann eben halt noch mal nachdrehen müssen. Das ist eben halt der Nachteil, wenn man, 'n Fahrzeug bekommt, was nicht gleich auf dem aktuellen Softwarestand ist. Aber auch auf der anderen Seite hat das natürlich auch gezeigt, wie die Entwicklung so ist und dass Talk da tatsächlich Wort hält und sein Smart Device auch, unter Kontrolle hat und, Sachen dann auch over the air, wie das heute so schön heißt, dann auch, ja, verbessert oder auch, repariert. Ja, also, und so soll das auch sein mit den Updates. Also, wenn euer Auto nicht gerade in irgendeinem Funkloch über Nacht steht oder irgendwie, dann könnt ihr's während der Fahrt lädt es dann Updates herunter und installiert die dann, ähm, ohne euer aktives Zutun. Jedenfalls die allermeisten. Hier und da mag vielleicht noch mal 'n manuelles Eingreifen nötig sein, das weiß ich nicht. Grundsätzlich habt ihr ja auch gesehen, das Fahrzeug hat im Prinzip 2 Softwareebenen. Einmal ist es ja so das Betriebssystem, was ich da installiert habe und wo dann eben halt nach dem dritten Update plötzlich, die Apps, die drauf liefen, nicht mehr da waren. Sprich Navi und, auch dieses, ja, ich sage mal, Programm mit der Musik und der Kunst und all solche Geschichten, das war weg. Das kann man sich dann im App Store wieder runterladen, praktisch auf dem TOC. Und, diese Trumore-Geschichte ist dann auch eine gesamtheitliche App-Plattform, die weiter ausgebaut wird, sodass dort nachher noch mehr Apps für
mobile Anwendungen drin sind für mobiles Büro, für mobiles Arbeiten oder einfach auch für Entertainment. Ich habe gesehen, YouTube funktioniert hier auch gleich. Und so wird sicherlich auch, ich habe da ja schon gehört, da haben sich einige schon drüber beschwert, dass es kein Apple CarPlay oder Android Auto gibt. Ähm, Ich bin mir sicher, dass das früher oder später dann auch kommt und dass ihr es ganz einfach installieren könnt und dann ist es auch da. Also von daher, ähm, wichtig, wie ich sage, ist, dass die Hardware funktioniert, dass ihr ein Auto habt, was gut funktioniert, was technisch top ist und dann mit der Software, ja, da wacht ihr halt eines Tages auf und euer Auto kann mehr oder kann was Neues oder kann irgendwas besser. Ist doch nicht schlecht. Das ist ja eigentlich ein gutes Gefühl. Man hat ein Auto gekauft und man weiß über die nächsten Jahre, man ist damit nicht technisch abgehängt und da ist jetzt eine neue Version und mein Auto kann das noch nicht. Nein, dieses Auto wird sich weiterentwickeln oder wird von außen weiterentwickelt. Das finde ich doch sehr interessant. Jo, also, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Guckt euch die anderen Videos zum Talk hier in meiner Playlist an, unten in der Videobeschreibung verlinkt und über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich immer. Das ist ja kleine Bestätigung für meine Arbeit und euch kostet das dann auch nichts weiter. Also, und natürlich könnt ihr auch weiter gerne kommentieren. Das ist auch immer eine interessante Sache, mal ein bisschen Austausch mit euch zu haben. Also an dieser Stelle sage ich dann erstmal Tschüss aus Hamburg und ja, viel Spaß mit eurem Talk, wenn ihr den dann irgendwann mal habt.